Hi, ich bin Moritz und ich arbeite im Marketing bei Canton. Ich zeige euch heute die neue Smart Soundbar 10 mit den wichtigsten Anschlüssen, Funktionen und Features, wie zum Beispiel Dolby Atmos. Starten wir mit dem Kartoninhalt. Im Lieferumfang der Soundbar habt ihr natürlich auch alle Kabel und Zubehör vorhanden, die ihr für einen einfachen Anschluss mit eurem TV benötigt. Zum einen haben wir hier die Smart Fernbedienung. Wir haben ein Netzkabel für den Anschluss an den Strom. Wir haben ein 3 Meter HDMI-Kabel, ein optisches Digitalkabel, ein digitales koaxiales Audiokabel sowie ein analoges Stereokabel. Was natürlich nicht fehlen darf, sind auch die 4 Gummifüße für einen sicheren Stand der Soundbar. Platzieren könnt ihr die Soundbar an der Wand, in einem Sideboard oder wie in unserem Fall auf einem Sideboard. Jetzt müsst ihr die Soundbar nur noch mit dem Strom verbinden und schon kann es losgehen. Im nächsten Schritt zeige ich euch dann, wie man die Soundbar im Idealfall mit eurem Fernseher verbindet. Es gibt mehrere Varianten, die Soundbar mit dem Fernseher zu verbinden. Wir empfehlen die Variante über das mitgelieferte HDMI-Kabel. Das geht ganz einfach. Dafür nehmt ihr das HDMI-Kabel und verbindet es an der Soundbar mit dem HDMI-Ausgang, der mit ARC gekennzeichnet ist. Dann nehmt ihr das Kabel und verbindet es mit dem Fernseher, das heißt mit dem HDMI-Eingang, der ebenfalls mit ARC gekennzeichnet ist. ARC bedeutet Audio Return Channel und bezweckt unter anderem, dass der TV-Ton automatisch über das externe Wiedergabegerät, in dem Fall die Soundbar, ausgegeben wird. Falls euer TV nicht über einen HDMI-Eingang mit ARC verfügt, könnt ihr natürlich auch jeden anderen HDMI-Eingang nehmen. Für das beste Audiosignal schließt ihr weitere Zuspielgeräte wie Blu-ray-Player, Konsole oder Receiver einfach direkt an die Soundbar an. Jetzt schaltet ihr die Soundbar mit der Smart-Fernbedienung ein und wählt über die Pfeiltasten nach oben oder nach unten die jeweilige Quelle aus. Dabei könnt ihr zwischen verschiedenen Eingängen wählen, die ihr auch über das LED-Display in der Soundbar seht. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die grundlegenden Klangeinstellungen. Nehmt dafür die Smart-Fernbedienung und drückt auf M wie Menü. Nun erscheint auf dem Fernseher ein On-Screen-Display, welches die Menüführung deutlich erleichtert. Als erstes stellen wir in den Klangeinstellungen den Hörabstand ein. Dafür drücken wir wieder auf der Fernbedienung auf M und wählen über die Pfeiltasten den Punkt Lautsprechereinstellung aus, gehen auf Lautsprecherabstand und können nun über Plus oder Minus den Hörabstand von der Soundbar bis zum Sitzplatz einstellen. Im nächsten Schritt stellen wir den Equalizer ein. Die Einstellungen basieren darauf, wo ihr die Soundbar platziert habt. Dafür gehen wir wieder auf der Fernbedienung auf Lautsprechereinstellungen, auf Equalizer und können dann zwischen 3 Equalizern wählen. EQ1 steht für eine freie Aufstellung auf dem Sideboard, EQ2 steht für eine Aufstellung an der Wand hängend und EQ3 steht für eine Aufstellung in dem Sideboard integriert. Die Soundbar 10 ist ein Dolby Atmos Lautsprecher. Das bedeutet, die Lautsprecher auf der Oberseite der Soundbar strahlen nach oben an die Decke und reflektieren zurück zum Hörplatz. Dadurch entsteht ein 3D-Klangerlebnis. Damit der Klang der Dolby Atmos Lautsprecher ideal ist, stellen wir nun die Raumhöhe und die Gerätehöhe der Soundbar 10 ein. Dafür drücken wir auf die Taste Menü und wählen den Punkt Lautsprechereinstellungen aus. Danach gehen wir auf den Menüpunkt Raumhöhe und können durch Drücken der Plus- oder der Minustaste den jeweiligen Raumwert angeben. Danach drücken wir auf Gerätehöhe und wählen auch dort die jeweilige Höhe vom Boden bis zu der Soundbar ein. Außerdem gibt es verschiedene Play-Modes: Stereo, Movie Surround und Music Surround. Stereo steht für klassischen Stereo-Sound. Movie für Heimkino-Effekte um euch herum, wie zum Beispiel Actionfilme oder echtes Stadion-Feeling. Music Surround ist gemacht für Musikaufnahmen mit breiter Bühne, wie zum Beispiel ein Orchester oder ein Konzert. Um die Playmodes einzustellen, drückt ihr ganz einfach auf der Fernbedienung die Taste Playmodes und durch mehrfaches Drücken der Taste wählt ihr den für euch passenden Playmode aus. Über die Taste Sound auf der Fernbedienung könnt ihr die Tiefen, die Mitten und die Höhen individuell anpassen. Sämtliche Einstellungen, die ihr bislang vorgenommen habt, könnt ihr übrigens dauerhaft als Preset auf den Tasten 1 bis 3 abspeichern. So könnt ihr durch längeres Drücken der Taste, bis P1, P2 oder P3 im Display erscheint, eure Lieblingseinstellung abspeichern. Die Soundbar 10 verfügt über ein Tastenfeld auf der Glasoberfläche. Hier könnt ihr sämtliche Einstellungen wie auf der Smart-Fernbedienung vornehmen. Damit ihr Chromecast Built-in und Spotify Connect nutzen könnt, müsst ihr die Soundbar nur noch mit dem WLAN verbinden. Ladet euch dafür die Google Home App runter und folgt einfach den Anweisungen in der Google Home App. Bei erfolgreicher Einrichtung hört ihr einen Testton über die Soundbar
und die grün blinkende LED leuchtet jetzt dauerhaft grün. Nun könnt ihr die Soundbar im Multiroom-Betrieb nutzen und in verschiedenen Räumen dank Chromecast gleichzeitig Musik hören. Außerdem könnt ihr dank Spotify Connect über die Spotify-App eure Lieblingsmusik direkt auf die Soundbar streamen. Am schnellsten zu eurer Lieblingsplaylist kommt ihr über die 3 Preset-Tasten. Dafür einfach die Spotify-Playlist starten und lange eine der gewünschten Preset-Tasten drücken. Ihr könnt die Soundbar mit weiteren Lautsprechern der Smart-Serie zu einem Wireless Heimkino-Set verbinden. Dazu stellt ihr die jeweiligen Smart-Lautsprecher auf. Achtet bitte darauf, dass diese nicht mit dem Strom verbunden sind. Nun gehen wir im Menü auf den Punkt Funkeinstellungen. Dort wählen wir Funklautsprecher koppeln aus und können durch Drücken der Taste OK die jeweiligen zu verbindenden Lautsprecher auswählen. Sobald ich diese ausgewählt habe, kann ich sie nun in den Strom stecken und danach verbinden sie sich automatisch zu einem Wireless Heimkino-Set mit der Soundbar. Bei der Soundbar 10 habt ihr jetzt die wichtigsten Funktionen kennengelernt. Weitere Infos zu der Soundbar und der Smart-Serie findet ihr auf canton.de. Bei Fragen könnt ihr euch natürlich auch jederzeit an unseren Service wenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.